Herzlich willkommen zur B1 mündliche Prüfung. Mein Name ist Sophia Fischer, ich bin die Prüferin. Heute haben Sie die mündliche Prüfung. Die mündliche Prüfung besteht aus 3 Teilen. Teil 3. Gemeinsam etwas planen, Dialog. Die Situation. Sie möchten gerne einen Sporttag organisieren. Die Aufgabe. Planen Sie zusammen, was Sie dafür tun könnten. Und hier sind einige Notizen. Welche Sportarten? Wann und wo? Leute einladen? Wie viel Geld ausgeben? Weitere Ideen? Wenn Sie bereit sind, fangen Sie damit an. Hallo Max. Wie geht es dir heute? Hallo Lisa, mir geht es gut, danke, und dir? Auch gut, danke. Ich habe eine Idee. Was hältst du davon, wenn wir einen Sporttag für unsere Freunde und Familie organisieren? Das klingt nach einer großartigen Idee. Ich liebe Sport und Bewegung. Welche Sportarten könnten wir einplanen? Da gibt es so viele Möglichkeiten. Vielleicht könnten wir Fußball, Volleyball und ein paar andere Spiele haben. Was denkst du? Das hört sich fantastisch an. Ich bin sicher, dass unsere Freunde und Familie Spaß dabei haben werden. Wo könnten wir den Sporttag machen? Ein Park wäre ideal, da es genug Platz gibt. Hast du einen Park im Sinn, den wir nutzen könnten? Ja, der Park am See ist perfekt. Er hat einen großen Rasenbereich und sogar Grillplätze. Was sagst du dazu? Ja, gut. Dann sollten wir uns überlegen, an welchem Tag wir den Sporttag veranstalten möchten. Wie wäre es mit einem Samstag in 2 Wochen? Das gibt uns genug Zeit, alles vorzubereiten. Passt, ich werde das Datum notieren. Gibt es eine bestimmte Uhrzeit, die dir vorschwebt? Ich denke, wir könnten um 10 Uhr morgens beginnen. Das gibt uns den ganzen Tag, um Spaß zu haben. Wie findest du das? Perfekt. Wie möchten wir unsere Freunde und Familie einladen? Wir könnten Einladungen per E-Mail verschicken. Das ist schnell und umweltfreundlich. Was denkst du? Tolle Idee. Ich werde mir eine Liste unserer Gäste machen, damit wir niemanden vergessen. Und vielleicht könnten wir eine Facebook-Veranstaltung erstellen, um die Informationen zu teilen. Das ist eine moderne Methode. Es ist auch eine gute Möglichkeit, Updates und Details zu kommunizieren. Genau. Wie viel möchten wir für den Sporttag ausgeben? Ich glaube, wir könnten etwa 100 € einplanen. Das sollte ausreichen, oder? Das klingt vernünftig. Mit 100 € sollten wir gut hinkommen. Gut. Und wer übernimmt welche Aufgaben denn? Ich könnte die Sportausrüstung organisieren und die Spiele koordinieren. Danke. Und ich werde mich um die Verpflegung kümmern. Was denkst du, sollten wir auch grillen? Ja, großartige Idee. Jeder liebt Gegrilltes. Ich werde die Grillkohle und Grillutensilien besorgen. Ja, und ich könnte Getränke und Snacks kaufen. Vielleicht auch einige Picknickdecken. Ja, und ich könnte Getränke und Snacks kaufen.
Vielleicht auch einige Picknickdecken. Super. Dann haben wir eine großartige Grundlage für unseren Sporttag. Super. Dann haben wir eine großartige Grundlage für unseren Sporttag. Richtig. Gibt es noch andere Dinge, die wir organisieren sollten? Richtig. Gibt es noch andere Dinge, die wir organisieren sollten? Vielleicht könnten wir einige Preise für die Gewinner der Sportspiele vorbereiten. Vielleicht könnten wir einige Preise für die Gewinner der Sportspiele vorbereiten. Was meinst du? Guter Vorschlag. Das würde den Wettbewerb interessanter machen. Guter Vorschlag. Das würde den Wettbewerb interessanter machen. Und wir sollten daran denken, einen Erste-Hilfe-Kasten bereitzustellen, nur für den Fall. Und wir sollten daran denken, einen Erste-Hilfe-Kasten bereitzustellen, nur für den Fall. Auf jeden Fall. Sicherheit geht immer vor. Auf jeden Fall. Sicherheit geht immer vor. Dann könnten wir uns auch über die Anfahrt und Parkplätze unterhalten. Wie sollen die Leute dorthin gelangen? Dann könnten wir uns auch über die Anfahrt und Parkplätze unterhalten. Wie sollen die Leute dorthin gelangen? Der Park hat ausreichend Parkplätze. Wir könnten auch öffentliche Verkehrsmittel als Option vorschlagen. Der Park hat ausreichend Parkplätze. Wir könnten auch öffentliche Verkehrsmittel als Option vorschlagen. Klasse. Wir sollten die Anfahrtswege in unseren Einladungen erwähnen. Klasse. Wir sollten die Anfahrtswege in unseren Einladungen erwähnen. Ja, und wir könnten uns über die Regeln und Verhaltensweisen im Park informieren, um sicherzustellen, dass wir uns an die Vorschriften halten. Ja, und wir könnten uns über die Regeln und Verhaltensweisen im Park informieren, um sicherzustellen, dass wir uns an die Vorschriften halten. Das ist wichtig. Wir möchten den Park sauber und ordentlich hinterlassen. Das ist wichtig. Wir möchten den Park sauber und ordentlich hinterlassen. Ja, genau. Welche Spiele möchten wir nochmal organisieren? Ja, genau. Welche Spiele möchten wir nochmal organisieren? Fußball und Volleyball sind sicherlich gute Optionen. Vielleicht auch ein Sackhüpfenrennen und ein Eierlauf. Fußball und Volleyball sind sicherlich gute Optionen. Vielleicht auch ein Sackhüpfenrennen und ein Eierlauf. Wie findest du das? Das klingt nach einer abwechslungsreichen Auswahl. Wir könnten auch eine Art Mini-Olympiade veranstalten. Das klingt nach einer abwechslungsreichen Auswahl. Wir könnten auch eine Art Mini-Olympiade veranstalten. Gute Sache. Das wird sicherlich lustig. Und wir könnten Medaillen für die Sieger vergeben. Gute Sache. Das wird sicherlich lustig. Und wir könnten Medaillen für die Sieger vergeben. Ja, wir sollten auch über die Musik reden. Welche Musikrichtung möchtest du? Ja, wir sollten auch über die Musik reden. Welche Musikrichtung möchtest du? Ich denke, wir könnten eine fröhliche Playlist mit Popmusik und einigen Klassikern haben. Ich denke, wir könnten eine fröhliche Playlist mit Popmusik und einigen Klassikern haben. Was denkst du? Das wird die Stimmung sicherlich anheben. Ich werde eine Playlist vorbereiten. Das wird die Stimmung sicherlich anheben.
Ich werde eine Playlist vorbereiten. Sehr gut. Dann haben wir gute Musik für den Sporttag. Sehr gut. Dann haben wir gute Musik für den Sporttag. Gibt es noch andere Dinge, über die wir uns Gedanken machen sollten? Gibt es noch andere Dinge, über die wir uns Gedanken machen sollten? Vielleicht könnten wir uns über den Zeitplan und die Reihenfolge der Aktivitäten unterhalten. Vielleicht könnten wir uns über den Zeitplan und die Reihenfolge der Aktivitäten unterhalten. Ja, das ist auch wichtig. Wir möchten sicherstellen, dass alles reibungslos abläuft. Ja, das ist auch wichtig. Wir möchten sicherstellen, dass alles reibungslos abläuft. Und wie möchten wir den Tag beenden? Und wie möchten wir den Tag beenden? Wir könnten eine kleine Preisverleihung und eine Dankesrede halten. Wir könnten eine kleine Preisverleihung und eine Dankesrede halten. Ist das eine gute Idee? Ja, das klingt nach einem angemessenen Abschluss. Und dann könnten wir das Grillen fortsetzen. Ja, das klingt nach einem angemessenen Abschluss. Und dann könnten wir das Grillen fortsetzen. Genau. Eine gelungene Abschlussfeier für unseren Sporttag. Genau. Eine gelungene Abschlussfeier für unseren Sporttag. Ja, ich freue mich schon darauf. Ich mich auch.